Es war eine kalte, neblige Nacht, als ich auf die verlassene U-Bahn-Station stieß. Schon von außen strahlte sie eine unheimliche Atmosphäre aus, als ob die Zeit hier stehen geblieben wäre. Mit vorsichtigen Schritten trat ich ein, meine Taschenlampe das einzige Licht in der Dunkelheit. Die Luft war schwer und still, nur das gelegentliche Flackern der alten Lampen durchbrach die Stille. An den Wänden hingen alte Fotos, die mir sofort ins Auge fielen. Jedes Gesicht darauf hatte keine Augen, als ob sie ihre Seelen verloren hätten. Neugierig, aber auch mit wachsendem Unbehagen, trat ich näher an die Fotos heran, die Abbildungen schienen mich aus der Leere heraus anzustarren. Plötzlich hörte ich leise, kaum hörbare Flüsterstimmen, die durch die verlassenen Gänge hallten. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. In der Stille der Station schien die Zeit selbst zu flüstern, als ob die verlorenen Seelen der Fotografien mir ihre Geschichten erzählen wollten. Ein einzelnes Foto erregte meine Aufmerksamkeit. Es war älter und verblasster als die anderen, aber es strahlte eine seltsame Energie aus, die mich nicht losließ. Während ich das Foto betrachtete, bemerkte ich eine Bewegung im Schatten, eine unheimliche Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit heraus, und ich konnte den kalten Atem des Unbekannten förmlich spüren. Mein Herz begann schneller zu schlagen, aber ich blieb stehen, fest entschlossen der Bedrohung entgegenzutreten. Die Gestalt kam näher, und ihre Präsenz erfüllte die Luft mit einer unheimlichen Kälte. Ich wusste, dass ich mich jetzt beweisen musste, den Geistern dieser verlassenen Station und den Geheimnissen, die sie barg. Dann, in einem Moment schrecklicher Klarheit, enthüllte sich das Geheimnis der Station. Die Fotos schienen vor meinen Augen lebendig zu werden, und die verlorenen Seelen begannen, ihre Geschichten zu erzählen. Ich sah Szenen von Leid und Ungerechtigkeit, von unschuldigen Leben, die in dieser Station ein tragisches Ende gefunden hatten. Die Luft war erfüllt von flüsternden Stimmen und der sanften Berührung vergangener Geister. Schließlich trat ich aus der Station heraus, das Gewicht ihrer Geschichten auf meinen Schultern, die flackernden Lichter erloschen hinter mir, aber das Wissen um die verlorenen Seelen und ihre Suche nach Frieden würde mich für immer begleiten.